Die Strategie, CO2-neutral zu werden als Universität, hilft uns, alle unter einen Hut zu bringen und mit daran zu arbeiten und Lösungen zu finden, um dem Klimawandel zu begegnen. Was man hervorheben sollte, ist, dass es eine Strategie ist, die von den Studierenden initiiert wurde. Viele sehen auch den Klimawandel als eine der größten Marktineffizienzen der Geschichte. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass wir als Business School uns aktiv dem Thema dann darstellen. Wir sind in einem Projekt dabei seit 2013, wo wir uns wirklich auf die Fahne geschrieben haben, dass wir unsere HSG noch besser fit machen können, nachhaltig, effizient und gerüstet für die Zukunft, sodass wir auch in dieser Hinsicht ein Leuchtturm sein können. Wir haben auch viel investieren mit Herzblut und mit Manpower. Hier unten haben wir zum Beispiel eine PV-Anlage mit 63 kW Peak. Das ist 2013 in Betrieb gegangen. Dann haben wir 2700 Leuchtmittel ersetzt durch LED-Technik. Das war ein riesiges Projekt, das über 5 Jahre gegangen ist. Ab 2014 bis 2020 haben wir jedes Jahr kontinuierlich uns verbessern und sind Ende 2020 bei 43% Energieeffizienzsteigerung gelegen. Im Energiebereich ist die HSG bereits sehr gut aufgestellt, aber es gibt noch viele andere Bereiche, die wir besser verstehen wollen. Und aus dem Grunde wird im Moment der CO2-Fußabdruck ermittelt. Und da sehen wir dann genau, in welchen Bereichen wir uns noch weiterentwickeln und weiter verbessern wollen. Das Projekt CO2-Accounting ist eine Grundlage für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Es hat zum Ziel, die Daten zu standardisieren und zu automatisieren, sodass wir verlässliche Zahlen erhalten, sodass wir messen können, welche Maßnahmen erfolgreich waren und welche Maßnahmen nicht erfolgreich waren. Das CO2-Accounting hilft uns dann auch, die Schnittstellen zu anderen Projekten und Entwicklungen an der Universität St. Gallen besser zu verstehen, beispielsweise im Bereich Digitalisierung. Und wir sehen, dass dann auch Thema von CO2-neutraler Beschaffung sehr, sehr wichtig sind. Und da ist gerade das Thema IT ein gutes Beispiel. Die notwendige Computerinfrastruktur braucht eine sehr hohe Leistung und das wiederum bedingt eben auch einen höheren Strombedarf. Das Rechenzentrum Geiss hat hauptsächlich Wasserstrom und die ganze Gebäudeanlage ist mit Photovoltaikanlage bestückt. Die ganze Abwärme wird wiederverwertet, einerseits in der benachbarten Käserei zur Käseproduktion und andererseits ganz einfach zum Gebäude heizen. Ein wichtiger Bestandteil der CO2-neutralen Strategie 2030 ist natürlich auch die Einbindung der Studierenden und die Integration in die Lehre und auch das Thema Awareness, Aufmerksamkeit schaffen auf dem Campus und darüber hinaus. In dem Zusatzzertifikat Managing Climate Solutions geht es eigentlich darum, zum Hands-on-Projects zu machen auf dem HSG Campus. Spezifisch haben wir 3 Projekte in diesem Semester. Ich bin jetzt im Projekt Solarize HSG tätig, wo das Ziel ist, dass wir Solaranlagen stärker im Campus fördern. Die Motivation dafür ist, einen wirklichen Impact an der HSG zu machen und sie begleiten zu der Klimaneutralität.